Heute heißt es, oben dran zu bleiben gegen Hoffenheim, nachdem wir Dortmund geschlagen haben im Pokal gegen Leverkusen, auch vor 2 Spielen und Selbstvertrauen geholt haben. Heißt es heute gegen Hoffenheim nachlegen. Wenn wir nämlich gewinnen sollten, dann könnten wir an Leverkusen vorbeiziehen im Idealfall. Das ist immer der Idealfall. Dann wären wir an Bayern dran, an Dortmund, gegen die wir gewonnen haben. Zwar ganz knapp, aber am Ende dann verdient. Heute wieder mit der besten 11. Also ihr wisst, wie das immer gemeint ist. Von daher schauen wir mal, Hoffenheim ist, glaube ich, auf dem 11. Platz. Aber da die Liga sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr eng zusammen ist, also im besten Fall können 5, 6 Mannschaften immer noch Meister werden, auch rechnerisch, wenn es so läuft, wie es halt normal läuft. Aber bin sehr, sehr gespannt. Und Hoffenheim kommt wieder mit ihrer Fünferkette. Die haben Flügelspiel aktiviert. Weißt du, so eine Superkraft. Also spielen halt über die Flügel mit ihrer Fünferkette. Auch wieder bei Sonnenschein. Bin sehr, sehr zufrieden bislang mit der Saison. Auch mit der Rückrunde sind wir richtig gut reingestartet. Von daher heute ein Sieg gegen Hoffenheim. Das wäre, abseits glaube ich von Orban. Ja, schade. Sonst wäre auf und davon gewesen. Sieg gegen Hoffenheim wäre heute super. Ausgeruht sind wir. Leipzig liegt gegen Mainz hinten. Das ist ein gutes Zeichen für uns. Weil das ist nämlich auch ein direkter Verfolger, glaube ich. Genau, die sind hinter uns. Von daher können wir sie auch ein bisschen fernhalten. Wenn wir heute gewinnen sollten. Achtung, Chance für Hoffenheim! Und Reste, um Gottes Willen. Der tanzt da auf der Linie rum. Ich habe den eigentlich schon drin gesehen. Ich habe nur drauf gewartet. Also erste richtig, richtig große, dicke Chance. Ihr seht, wie eng das da oben ist. Dortmund hat schon gespielt. Die haben dann wohl anscheinend gewonnen. Ich meine, die hatten verloren gegen... Gegen wen haben sie denn gespielt? Gegen Union oder war das das vorletzte Spiel? Weiß ich nicht. Dann habe ich mich vielleicht verguckt oder ich habe das irgendwie falsch in Erinnerung. Aber genau das ist halt heute so ein Spiel, wo du unbedingt nachlegen musst. Direkt gegen Dortmund den Sieg vergolden. Haben wir leider gegen Stuttgart nach dem Sieg gegen Gladbach nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es ja heute mit dem Sieg gegen Hoffenheim. Damit wir oben dran bleiben, damit wir auf jeden Fall Platz 4 sichern. Aber es wird auf jeden Fall nicht so leicht, wie ich gerade hier merke in der Anfangsphase. Ja gut, das war natürlich auch selten dämlich, was sie da gemacht haben. Aber die hatten die bislang beste Chance. Wenn Reste da nicht so rumgeeiert hätte, dann hätten sie auch schon 1-0 geführt. Weil die Hoffenheimer lassen uns jetzt nicht so viel Platz und so viel Gelegenheiten wie die Dortmunder. Die haben halt auf Pressing gespielt, die haben eine andere Formation gehabt. Von daher lässt sich das Ganze auch hier ganz anders spielen. Aber vielleicht jetzt wie mit der ersten Chance. Nee, Flanken nach wie vor ein Desaster eigentlich bei uns. Achtung, Van de Beek, erster Schuss. Natürlich abgefälscht, abgeblockt, was auch sonst. Und jetzt kommen die Hoffenheimer. Achtung, ins Gegenpressing, Van de Beek. Auch gleich wieder verletzt. Der ist auch sehr, sehr verletzungsanfällig, ne? Das bringt er ja mit aus seiner verletzten Vita, aber... Nach jedem Zweikampf irgendwie gefühlt, nach jeder Berührung ist da immer ein Kreuz bei ihm zu sehen. Achtung, böser Fehler von Meier. Gegen Berisha, macht er aber wieder gut, ist da. Sehr, sehr wachsam, guter Verteidiger. Auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung da im Sommer gewesen. Ja, wir kriegen vorne bislang unsere beiden Stürmer noch nicht so in Spiel. Die Bayern liegen hinten. Ist eigentlich auch ein gutes Zeichen für uns. Von daher wäre das jetzt noch viel, viel wichtiger, wenn wir hier gewinnen. Aber Achtung, Hoffenheim kommt mit der XXL-Chance, der nächsten. Hier sehen wir das nochmal. Da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob der nicht doch mit vollem Umfang hinter der Linie war. Kein Tor. Oh, das ist aber haarscharf, ey. Das waren wirklich Millimeter. Wenn es jetzt nochmal ein bisschen weiterläuft, da hat er echt Glück. Und wir hatten da echt Glück. Und da gerade auch. Das muss normalerweise auch die Führung sein. Gott sei Dank nicht. Also zweite richtig gute und große Chance für Hoffenheim. Jetzt vielleicht wir. Wieder über Haraldsson. Kalajdzic, der winkt schon. Der will ihn haben. Oh, kommt aber nicht ran. Kommt aber leider nicht ran. Wir stehen aber auch sehr, sehr hoch. Karikaburu. Mit der Chance außen Bradley. Meier, Mamouche müssen wir... alle mit nach hinten kommen. Wie gesagt, die haben eine Fünferkette. Wenn die sich halt dann mal nach vorne hin auflöst, ist es eine Dreierkette.
Ist auch immer schwer zu bespielen. Berisha, John, Achtung mit der Flanke in den Rücken von Koch und Pacho. Achtung, Resté steht nicht. Oh, Van de Beek, Koch kommt nicht hin. Ein kurioses Gegentor mal wieder. Berisha ist es am Ende. Tja, selten dämlich auch wieder, würde ich sagen, oder? Also, wenn wir wirklich Gegentore bekommen, dann wirklich, weil wir den Gegner dazu anleihen. Hier, Berisha, der hat eigentlich schon ausgeholt. Der macht erst noch einen Schlenker, dann kommt die Grätsche und dann kommt erst der Schuss. Aber gut, schon alleine für den Ballverlust von Van de Beek. Weil ich halt den Ball nicht wegschlage. Schon alleine deswegen habe ich dieses Gegentor verdient. Berisha, Minute 40 schon. Das ist auch ein sehr, sehr schnelllebiges Spiel, ey. Ist nicht viel passiert vom Hoffenheimer Tor. Vielleicht ja jetzt. Haraldsson kriegt da mal was auf die Beine gegen Vogt. Nee. Also direkt mal eine andere Formation. 4-3-2-1. Hat sich dann immer in den entscheidenden Situationen bewahrheitet oder als gute Formation herausgestellt, außer gegen den VfB. Und Hoffenheim über Bradley. Wo immer auch dieser Bradley herkommt. Momentan machen uns die Hoffenheimer echt viele Probleme. Auch wieder ein ganz, ganz anderes Spiel, aber müssen wir uns irgendwie reinkämpfen. Meier, Mamouche, jetzt hätten wir nochmal die Chance gehabt. Okay, dann machen wir es halt von Halbzeit 2 an. Leichte Pfiffe höre ich da. Ja, das ist natürlich auch der Leistung geschuldet. Ich glaube, wir haben nicht einen Schuss. Oh, einen Schuss haben wir, aber Hoffenheim bislang klar besser. Aber gut, mal gucken jetzt mit dem 4-3-2-1, ob wir da ein bisschen mehr Präsenz vorne hinkriegen, auch gegen die Fünferkette. Ich weiß nicht, ob das da so gut funktioniert. Aber gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir müssen ja. Von daher schauen wir mal und gehen gleich mal nach vorne. Hier über Ugarte, das ist natürlich zu riskant. Das dürfen wir natürlich auch nicht so oft machen, weil ansonsten, ihr seht, Hoffenheim, die sind gefährlich. Und wieder über Bradley, den muss ich mir nach dem Spiel mal genauer angucken. Das macht er wirklich gut. Und Resté, der riskiert wirklich den Kopf und Kragen, selbst mit dem Kopf an den Pfosten. Hält er uns hier noch im Spiel. Und wieder Berisha hier gegen die Laufrichtung, der wäre auch reingegangen. Guter Kopfball. Hoffenheim kommt über Geiger. Oh, auch wieder eine zu leichte Flanke. Und jetzt vielleicht die Chance umzuschalten über Kardiolu. Wie schnell kommen wir nach vorne? Ist immer die Frage. So schnell. Richtig gut gespielt und Orban ist durch. Mit der Chance jetzt, Junge. Bleib cool vorm Tor. Orban. 1-1. Ganz, ganz wichtiges Tor. Und richtig gut ausgespielt. Endlich funktioniert auch mal dieses Gegenpressing. Oder das schnelle Gegenpressing, keine Ahnung. 1, 2 Kontakte. Dann der Pass von Kalajdzic und Orban ist halt schnell, ne? Und dann ist es halt das 1 gegen 1 gegen den Keeper. Und da ist er halt auch richtig, richtig stark. Also, der macht nicht nur Traumtore, der macht auch diese vermeintlich einfachen Dinger. Und das zum richtigen Zeitpunkt. Direkt nach der Pause. Richtig gut gespielt. 1-1. So, jetzt mit neuem Schwung, neuem Selbstvertrauen. Und die Hoffenheimer, ihr seht, die hatten auch Probleme. Wohl, Stand jetzt. Mit dieser Formation, weil wir halt durch diese 3 im Mittelfeld auch, ja, jetzt keine Überzahl haben. Die haben, glaube ich, auch 3 im Mittelfeld, aber dadurch, durch unsere Mittelstürmer, ich sag's immer wieder, die sich dann zwischen die Verteidiger fallen lassen, haben wir da auch immer wieder Lücken. Gerade für die 3, die dann in der Mitte spielen. Meier, Bradley. Meier haben wir irgendeinen. Ja, Kalajdzic. Da ist Kalajdzic! Was für ein Tor! Und wieder so eine Art Zinedine Zidane Gedächtnisschuss. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass der sich da die Hüfte nicht auskugelt. Hier, guckt euch das an und dann zack, den linken Fuß hoch. Ich glaube, an Baumann, wenn das dann noch ist, vorbei. Sehr schönes Tor. Perfekt getroffen, satt getroffen. Es ist nicht mehr Baumann, es ist jetzt ein anderer Keeper. Und innerhalb von 6 Minuten drehen wir hier das Spiel. Gut, es waren 7 Minuten, um genau zu sein, aber es ist ja auch egal. Spiel gedreht. Und so schnell sind wir dann auch wieder da. Das ist halt auch die Stärke, wenn wir dann die auf den Platz kriegen. Dann halt auch mal Spiele zu drehen, ne? Taktische Meisterleistung
des Trainers. Wenn es denn gut funktioniert. Wenn es nicht gut funktioniert, bist du immer der Gearschte. Mainz, Leipzig 2-2 mittlerweile, aber das weißt du immer erst hinterher. Ob deine Formation funktioniert. Noll heißt der Keeper, okay. Noll, wahrscheinlich auch ein Nachwuchsmann. Das ist halt jetzt gerade wieder so die Zeit, ne, wo dann die richtigen Leute aufhören, wo dann die Regents nachkommen oder diese Jugendspieler, die generiert worden sind. Das ist halt jetzt dann auch langsam die Zeit. Auf einigen Positionen. So, nächster Angriff. Van de Beek, Kalajdzic, außen Meier. Ne, kriegen wir nicht rein. Aber genau das ist jetzt unser Spiel. Ugarte vorne, setzt nach. Geht jetzt natürlich in der Mitte, aber Hoffenheim kommt auch nicht mehr so schnell nach vorne. Und bislang waren sie auch noch nicht vor unserem Tor. Also Halbzeit 2 geht ganz klar an uns. Aber wir brauchen noch ein drittes. Wir brauchen unbedingt noch ein drittes Ding. Das 2-1 reicht nicht. Weil Hoffenheim kommt über Bradley. Der scheint Rechtsverteidiger zu spielen. Oh, der kommt zu einfach da vorbei. Leipzig geht in Mainz in Führung und bei uns ist Resteda. Das brauchst du halt dann auch, ne? Du brauchst halt dann auch mal einen Keeper, der dir in der Anfangsphase ein paar Unhaltbare rausholt. Ja, um dann halt auch so einen Rückstand mal drehen zu können. Oh, Meier, der war am Aus. Schade. War ganz knapp. Wir können jetzt nochmal wechseln, ein bisschen frische Kräfte reinbringen. Vorne mal Larsen. Dann bringen wir auch mal wieder Götze rein. Der muss eigentlich auch ein bisschen häufiger spielen. Aber wenn es mit den anderen gut läuft, dann muss ich dann halt auch mal einen Mario Götze hinten anstellen. Miretti bringen wir nochmal rein für ein bisschen Stabilität. Und ja, Knauf für Cardiolo. Nee, es sieht eigentlich ganz gut aus. Der Grund, weil ich jetzt gerade den David gesehen habe, den Ersatzkeeper, warum ich selten die B11 wirklich so komplett spielen lasse, weil wir halt momentan in einer Phase sind, wo ich halt einfach immer die Besten spielen lassen muss oder wenn dann nur wirklich punktuell die Startelf verändere, weil es halt um zu viel geht. Ne? Also ich meine, wenn wir irgendwo im Mittelfeld wären, würde ich auch viel häufiger nur die B11 spielen lassen, wo dann auch mal Miller mit dabei ist zum Beispiel. Achtung, nächste Chance für Hoffenheim. Die erste in Halbzeit 2. Ja, aber ich muss jetzt einfach mit den Leuten spielen. Das geht gar nicht anders. Aber es wird sich auch mal wieder die Gelegenheit ergeben, dass dann auch mal wieder ein paar mehr Leute aus der B11 ran dürfen. Wie ein Amenda zum Beispiel, wie ein Lennon Miller gerade gesagt. Aber die bekommen dann noch ihre Jahre. Also die werden dann in 2-3 Jahren wahrscheinlich die Stammspieler sein. Jetzt sind es aber noch die Leute, die hier aktuell auf dem Platz stehen. Und möglichst das 2-1 hier gegen Hoffenheim über die Bühne kriegen. Guck mal, wir pressen vorne, das ist richtig gut. Die wissen gar nicht, wohin mit dem Ball. Und dann passieren nämlich solche Fehler. Perfekt, das ist das Ergebnis von erfolgreichem Pressing. Ball gewonnen, hinten rumgespielt. Überragend, Seitenwechsel mit Ansage, zack. Das ist jetzt genau das Spiel, so wie es eigentlich laufen soll. So wie ich mir das sehr gerne wünsche, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht noch ein drittes Tor, Ugarte. Götze, Miretti, ganz unten Meier. Ja, wir haben Überzahl, sehr gut. Und jetzt in der Mitte, außen, da oben. Oh, da wäre Götze auch gewesen. Sind noch 3 Minuten. Mit Nachspielzeit, Miretti, also Halbzeit 2 geht 100% an uns. Schön Drang nach vorne, nicht nur die beiden Tore gemacht, Spiel dann damit komplett gedreht, sondern auch Hoffenheim völlig aus dem Spiel rausgenommen. Mit der Formation. Nochmal Götze, gut, wir können jetzt die Flanke schlagen. Es bleibt auf jeden Fall dabei, dass wir das Spiel gewinnen, dass wir oben dran bleiben. Dass wir vielleicht die Bayern sogar überholen, wenn die verloren haben. Leipzig muss man mal gucken, ob die noch den Ausgleich kassiert haben. Was haben Leverkusen und Dortmund gemacht, das werden wir gleich nochmal alles sehen. Unterm Strich, besonders dann in der zweiten Halbzeit verdient. 2-1 gegen Hoffenheim. Obwohl die Statistik in dem Fall was anderes sagt. Mainz hatte unentschieden gespielt gegen Leipzig und die Bayern spielen auch unentschieden. Das kommt uns natürlich sehr entgegen, weil wir jetzt nur noch 2 Punkte Rückstand haben. Leverkusen muss noch spielen. Wir entfernen uns von Leipzig. Wir haben auch 6 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Also der 4. Platz ist uns die nächsten Wochen jetzt erstmal sicher. Jetzt kommt die nächste Hammer-englische Woche. Erst kommt das Heimspiel gegen Köln, dann kommt Paris und dann kommt schon Wolfsburg. Also wie gesagt, die Rückrunde wird nicht so gespielt wie jetzt in echt, auch die Hinrunde. Also dass die Spiele dann nach der Reihenfolge wiederkommen, sondern irgendwie querbeet. Von daher ist das auch sehr, sehr interessant. So, wir gucken drauf auf die Tabelle. Wir sehen, Leverkusen ist jetzt neuer Tabellenführer. Dortmund muss noch spielen, Bayern muss noch spielen. Aber überlegt mal, wenn
wenn wir alle gewinnen würden. Also Dortmund gegen Wolfsburg, das wäre richtig, richtig geil. Wenn Dortmund gegen Wolfsburg gewinnt, wir gewinnen gegen Köln und dann spielen wir ja gegen Wolfsburg, dann können wir uns richtig Luft machen. Also ihr seht, es ist so viel möglich. Es kann natürlich aber auch in die andere Richtung gehen, dass Wolfsburg uns in 2 Spielen wieder überholt hat. Und das ist halt das Geile hier. Auch unten wird es wieder spannender. Hannover fängt auf einmal auch an, Spiele zu gewinnen. Okay, gegen Schalke, das ist natürlich für die ein herber Rückschlag. Aber Bremen, Hertha, Freiburg ist da auch noch nicht raus. Dann haben die Kölner ein bisschen Vorsprung, unser nächster Gegner. Also ihr seht, es bleibt auf allen Ebenen spannend. Oben wie unten. Und von daher wäre es ja fatal, wenn ihr hier nicht weiter zuschaut. Also lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut gerne auch die anderen Videos, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Ich glaube, da ist auch was für euch mit dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.